Weidenmüller ist ein Familienunternehmen, 5000 Mitarbeiter, ungefähr in mehr als 28 Ländern aktiv. Im vergangenen Jahr haben wir ca. 700 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und wir möchten Ihnen heute zeigen, unsere Produkte, Lösungen für das Thema Elektrotechnik und Elektronik und zunehmend auch für das Thema Industrie 4.0, mit denen wir uns beschäftigen. Hier ist dargestellt verschiedene Applikationen auf dem Stand, zum Beispiel dort das Thema Analytics von Daten. Über all unsere Komponenten fließen im Prinzip alle Daten, um eine Fabrik zu steuern. Und wir haben jetzt diese Applikation und Demonstratoren auf diesem Rechner gebündelt. Und ich zeige Ihnen jetzt mal neben Cloud-Service, Digitalisierung, konsistente Lifecycle-Management oder Energiemanagement das Thema Industrial Analytics, wo man dann über diesen Touchpanel sich die verschiedenen Dinge anschauen kann. Es geht natürlich um Performanceverbesserung der Produktion, entsprechende Analyse der Daten, um ein Added Value zu kreieren. Und wenn man dann noch eine Stufe tiefer geht, dann sieht man zum Beispiel diese Applikation dort drüben, die dann hier visualisiert ist. Und wenn man dann noch tiefer einsteigen will, kriegt man dann auch die entsprechenden Informationen über die Produkte. Dargestellt ist hier auch das Thema Consulting, was ja gerade im Umfeld Energiemanagement eine sehr große Rolle spielt. Was Sie vor uns sehen hier, ist eine Demonstration drahtlose Energieübertragung über diese kleinen Module, die vorne an dem Kopf eines Roboters sind. Wir können hier bis zu 240 Watt übertragen, 24 Volt, 10 Ampere. Das ist auf eine Distanz ungefähr von einem halben Zentimeter. Das ist für Roboter eine ganz wichtige Anwendung, weil man sonst über die Schleppketten natürlich Verschleißerscheinungen der Kupferdrähte hat. Also gerade wenn die sich viel bewegen, also eine ganz wichtige Applikation. Und dazu möchte ich an unseren Partner, den CEO von KUKA, übergeben, mit dem wir heute das hier gemeinsam vorstellen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, Mr. President, Frau Bundeskanzlerin. Ja, wir sehen ja die Verknüpfung von der IT- und der OT-Welt und für mich ist ganz wichtig, die Nutzung der Daten. Big Data ist ein Thema, das in der Produktion ankommt, wird die Produktion extrem verändern. Was wir hier sehen, und Sie haben gestern schon bei der Eröffnungsfeier viele Roboter von uns gesehen, den LBR IWA. Und was wir hier zeigen, ist, der Roboter wird aus dem Käfig entlassen, der Roboter kann mit dem Mensch arbeiten. Und wenn Sie mir erlauben und wenn Sie hier die Gelegenheit haben, Sie können mit dem Roboter zusammenarbeiten. Ich werde den Roboter jetzt anstarten und wir können sehen, dass der war auf menschliche Reaktion, der stoppt bei Ihnen und ich werde jetzt mal einmal beginnen. Er startet jetzt. Und wenn Sie wollen, können Sie reingreifen und er wird stehen bleiben. You want to try? Just haben gesehen, dass er, wenn er genau, also wenn er Sie berührt, bleibt er stehen und wenn Sie wieder berühren, geht er wieder in seine Movements. Und das erlaubt letztlich, dass der Mensch mit dem Roboter zusammenarbeitet. Wenn wir jetzt wieder das machen, arbeitet wieder. Und das erlaubt die Kooperation zwischen Mensch und Maschine und das letztlich der Roboter ohne Schutzzaun. Mensch und Maschine arbeiten näher zusammen, hilft bei den ganzen Veränderungen aufgrund der Demografie, dass hier Mensch und Maschine effizient und gut zusammenarbeiten können. Das ist jetzt für die industrielle Nutzung, aber man könnte das dann auch zu Hause anwenden, ja? Also wenn man jetzt die Hand verletzt hat und eine Zitrone auspressen will oder so, wird es sowas mal geben? Das ist jetzt industrielle Anwendung, Genauigkeit und auch hier genau die Anforderungen aus der Industrie. Aber Frau Bundeskanzlerin, die Frage, die ist natürlich berechtigt und die Frage kriege ich oft gestellt. Der wird irgendwann auch zu Hause sein, der wird Ihnen dann beim Kochen helfen können, der kann helfen beim Zitronen auspressen und gerade auch beim Thema Elderly Care. Elderly Care, letztlich, dass man hier länger zu Hause leben kann, Roboter für Menschen, Menschen für Roboter. Wir wollen in der Produktion, aber auch zu Hause zukünftig sehen, dass die Menschen länger in ihren Umgebungen effizient und gut leben können. Und daran arbeiten wir noch und das ist die Zukunft. Wie ist das mit die Stromübertragung fasziniert mich. Glauben Sie, dass man das, wie weit wird man das ausweiten können? Von 2,5 cm auf?
Also unser Bemühen ist es natürlich, diesen Abstand zu vergrößern. Natürlich sind da physikalische Grenzen gesetzt, die als Physiker wissen, dass das mit 1 durch R² weggeht. Das heißt also, bei Verdopplung des Abstands habe ich dann Faktor 4 da drin. Wir sind bei 240 Watt, wie ich vorhin sagte. Also wir können das sicherlich dann bei kleineren Leistungen vielleicht in die Größenordnung 1 Zentimeter bringen, aber wir werden natürlich weiterentwickeln, haben wir im Moment noch nicht, möglicherweise den Abstand zu vergrößern. Ja, klar. Das ist ja ein physikalischer Effekt, eine Resonanzüberhöhung, die man da hat, über Induktion, wie Sie sich vorstellen können. Da wird es dann sehr schwierig, weil 1 durch R² dann halt eben zuschlägt. Das Thema in der drahtlosen Energieübertragung ist auch wichtig für das Thema Mobilität. Der Roboter hier ist fixed on the ground. Die Zukunft ist mobil. Das heißt, der Roboter wird auch rumfahren, zu Hause in der Fabrik. Und letztlich geht es darum, wie kann ich Energie bei einem mobilen Roboter übertragen. Und das sind tolle Beispiele hier, insofern Beispiele, dass man sagen kann, wo geht die Zukunft hin? Die Zukunft wird sein, dass wir Mobilität nur durch auch andere Energieübertragung hinbekommen. Und da sind wir in guten Händen mit Weidmüller. OT ist die operative Welt. Operation and IT kommen zusammen. Ja. Thank you. Thank you very much.